Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Goldholz TV. Mein Name ist Sebastian. Und ich bin der Ralf von Dewald. Und viele von euch wissen ja, ich bin der Tauchsägen Sebastian. Ich liebe Tauchsägen und jetzt habe ich endlich mal eine neue Tauchsäge von euch hier und die schauen wir uns heute an. Ralf, bei mir ist es so, Tauchsägen sind wirklich meine persönlichen Lieblinge. Ich kann auch gar nicht sagen, warum, weil ich mag auch Stichsägen oder Kappsägen oder was auch immer. Aber Tauchsägen verbinden so für mich ganz viel miteinander. Weil ich persönlich bin nicht so der Handkreissägen-Typ, ja, aufgrund meinem Nutzungsverhalten. Und deswegen sind für mich Tauchsägen super interessant, auch weil sie technisch ein bisschen anspruchsvoller und komplexer sind. Und bei euch ist es ja so, dass die Säge, ich glaube, die 54 Volt ist schon wie lange auf dem Markt? Ja, schon einige Jahre. Also 6, 7 Jahre, Ja. würde ich mindestens schon sagen. Ja. Und jetzt habt ihr eine neue rausgebracht. Und das Spannendste ist sogar, wenn ich hier drauf gucke, was steht hier? 18 Volt. Das heißt, wir haben auch ein ganz anderes Akkusystem hier, mit dem wir das betreiben. Ich glaube, viele von euch werden sagen, endlich eine 18 Volt Säge, weil es gibt ja schon viele Nutzer bei euch, die auch nur 18 Volt Geräte haben und vielleicht gar keinen 54 Volt Akku. Ja. Vermute ich mal. Ja, die haben dann auch die entsprechenden 18 Volt Akkus dazu mit den unterschiedlichen Ampere-Stunden. Und das matcht jetzt ideal zu dem System. Genau. Und weil wir beim Akku schon sind, ja, wir gucken uns die Säge gleich genau an, machen auch einen Probeschnitt und so weiter und so fort. Aber die erste Frage ist, was ist der richtige Akku für diese Säge? Viele von euch oder einige von euch werden es noch nicht oder kennen das Thema vielleicht nicht. Wir haben ja bei Dewald immer 18 Volt, aber auch 54 Volt. Und jetzt die Frage, ist es rückwärtskompatibel? Ja, 54 Volt ist rückwärtskompatibel. Das heißt, du kannst mit einem 54 Volt Akku entsprechend rückwärtskompatibel in ein 18 Volt Gerät gehen. Genau, das heißt, wir haben jetzt hier erstmal ein 18 Volt Gerät. Hier sehen wir auch, 18 Volt steht dort. Nehmen jetzt einen 54 Volt Akku und können ihn einfach einsetzen, ja, ohne Probleme. Als Beweis für euch, dass ihr es auch seht. Und wir können natürlich auch hier, ich nehme mal einen klassischen 18 Volt Akku hier nehmen und den können wir genauso hier reintun. Also es ist ganz wichtig, dass wir sehen, wenn ihr nur 54 Volt Akkus zum Beispiel habt, könnt ihr trotzdem auch diese Säge betreiben. Und jetzt würde ich aber einmal durchgehen und auch wirklich sagen, Mensch, was ist denn der richtige Akku? Und da wir ja fast alle Akkus, die ihr habt, hier auf dem Tisch haben, fangen wir einfach mal vorne an. Wir haben hier 2 Ampere-Stunden 18 Volt. Ja, Vermutlich aus meiner Sicht, wenn du 2 Schnitte machen möchtest, ja, kannst du das natürlich nutzen. Wenn du mehr Schnitte machen möchtest und vor allen Dingen etwas stärkeres Holz, nein. Wichtig ist für euch, man kann den Akku hier reinsetzen. Die Säge wird auch, ja, die läuft auch an, das ist nicht das Problem. Aber der Akku ist nicht dafür gemacht, diese Last zu tragen. Ja, und vor allem auch nicht jetzt 100 Schnitte zu machen. Genau, wir sind mehr bei der Laufzeit. Und bei 2 Ampere-Stunden ist die Laufzeit halt begrenzt. Und von daher gesehen solltest du schon zu einem Akku greifen, der ein bisschen mehr Laufzeit hat. 1,7 Stunden haben wir natürlich auch noch hier mit Pouchzellen. Was sagst du zu dem Akku? Ja, ideal, schönes Gerät für kleine Geräte, für kleine, wie zum Beispiel Akkuschlagbohrschrauber, Akkuschrauber oder Schleifgeräte. Ja, du kannst ihn nutzen, wieder um 2, 3 Schnitte zu machen. Ja, es funktioniert, aber nein, nicht dauerhaft. Er sieht aber schon irgendwie lustig aus. Ja, es ist auch klein und handlich jetzt. Genau, also wirklich sehr, den merkt man gar nicht. Nö. Ja, muss man schon sagen. Aber auch hier, ich persönlich, mein absoluter Lieblingsakku in Akkuschraubern, ja, in dem DCD 800 zum Beispiel, mag ich den total gerne, wenn es halt klein und handlich sein soll. Machen wir weiter, auch wieder hier 3,5 Ampere. Kommen wir Sache schon näher, aber auch nicht so ganz das Richtige. Ja, du kannst jetzt im Vergleich zu dem, den du gerade hattest, den 1,7 Ampere-Stunden Akku, kannst du jetzt doppelt so lange arbeiten, weil es sind 3,5 Ampere-Stunden. Ja, dann machst du 15 Schnitte. Gut, kannst du nutzen. Wenn du nichts anderes zur Hand hast, kannst du das natürlich machen. Würde ich aber immer noch nicht präferieren. Bekomme ich mit dem Akku die maximale Power von dem Gerät? Ja, die Power bekommst du schon, nicht die Laufzeit. Okay, dann sagen wir auch nicht optimal. Jetzt geht es mal hier hinten weiter. Euer absoluter Standardakku, der 18 Volt, 5 Ampere-Stunden. Was sagst du zu dem? Lässt sich super nutzen, um jetzt die Schnitte zu machen, die du machen möchtest. Du hast eine lange Laufzeit. Was du noch nicht hast, ist die optimale Power für diese Maschine. Dadurch, dass wir auch eine neue Motortechnologie haben, sollte die Motortechnologie schon imstande sein, die Batteriezellen gut von der Energie her zu nutzen. Da das ja die Standardzellen sind, die wir schon seit 2011 nutzen, ja, kannst du machen. Ich bin dafür, Flachzellen oder die neuen Tablet-Zellen zu nutzen. Da wären wir dann beim nächsten Paket. Okay.
Ganz, ganz wichtig ist zu sagen, wenn wir jetzt hier so einen starken Motor haben, brauchen wir auch Zellen, die sehr schnell viel Energie liefern können Ja. und dann nicht überhitzen, was nicht heißt, dass das ein schlechter Akku ist. Absolut nicht. Absolut nicht, die benutze ich auch sehr, sehr viel, aber das Gerät möchte einfach so ein bisschen mehr Kick haben. Und da Ja. sind wir jetzt, glaube ich, jetzt schon beim nächsten. Jetzt haben wir hier, wie nennst du die Flach? Die zählen immer Flachzellen? Ich nenne die Flachzellen. Okay, hier haben wir einen Powerstack mit 5 Ampere-Stunden. Da kommen wir schon in die richtige Richtung, oder? Da kommen wir in die absolut richtige Richtung. Du kannst die Energie optimal nutzen durch die Flachzelle. Du hast schon viele Schnitte, die du damit durchführen kannst. Du kannst auch schon mal extremere Schnitte machen, wenn du Massivholz in Längs schneiden möchtest. Das ist damit machbar. Wer das Beste haben möchtest, dann bist du jetzt Bei dem hier, beim 8 Ampere? bei dem 8 Ampere-Stunden Tablet-Akku. Hier haben wir genau Tablet-Zellen, 8 Ampere-Stunden, also das heißt für hohe also Menge Energie, die geliefert wird Ja. und natürlich auch sehr, sehr viel gespeicherte Energie. Ja, Ja, okay, das heißt also, du sagst, das ist das Optimum eigentlich. Ja. Wir können aber auch zu 54 Volt gehen. wie du ja schon gesagt hast, wer gerade keinen 18 Volt Akku zur Hand hat und den 54 Volt Akku Einstieg 6 Ampere-Stunden zur Verfügung hat, der nutzt das dann halt auf dem 18 Volt System. Damit wärst du schon auf der Höhe der beiden, die du gerade hattest, also die 8 Ampere-Stunden Tablets und die 5 Ampere-Stunden Flachzellen. Die sind schon, ja, sehr gut, Sehr nah dran. sehr nah dran. Wenn du das Beste, das Optimalste haben möchtest, wärst du beim 9 Ampere-Stunden. Der gibt dir wirklich die meiste Energie, der gibt das Beste, was du haben kannst, aber er ist auch viel größer und auch ein bisschen schwerer. Ja, ist schon ein Klotz auch am Gerät. Ja, Wobei man immer sagen muss, bei einer Tauchsäge, da das Gerät ja auf der Schiene liegt und hier drauf fährt, ist das Gewicht für mich persönlich gar nicht so entscheidend. dann hast du lange Laufzeit, optimale Energienutzung. So, das heißt also, wir können jetzt sagen, wir können jetzt hier für das Thema Gewicht, können wir den kleinen hier nehmen, 5 Ampere, 18 Volt, wir können den 8 Ampere nehmen. Ich persönlich würde wahrscheinlich zu den beiden greifen, so als Standard, ja. Aber da seht ihr dann das, was ihr halt braucht, beziehungsweise das, was ihr da habt, könnt ihr nutzen. Okay, da das hier dein Liebling ist, würde ich den jetzt hier auch einsetzen und erstmal die ganzen Akkus wegtun. Jetzt gucken wir uns die Geräte mal an. Alles Das klar. Gerät mal an. Übrigens, wenn du denkst, das ist deine neue Säge, unten in der Videobeschreibung findest du wie immer den ehrlichen Preisvergleich. Und ganz ehrlich, ich weiß den Preis heute auch noch nicht, aber da wirst du ihn finden. Den Akku nehme ich jetzt aber raus, aus Sicherheitsgründen. Ich glaube, viele, ich sag mal, fummeln viel an so einer Säge rum, haben den Akku drin und das kann auch mal schief laufen. Das kann auch mal schief laufen, ja, genau. Also du weißt nie, welchen Knopf du dann drückst. Wenn du der Meinung bist, du müsstest jetzt gerade doch irgendwo den Eintauchmechanismus aktivieren und kommst dann vielleicht doch nochmal an den Startknopf, dann bewegt sich das Sägeblatt. Also ich immer Akku raus. Ja. Genau. Also aus Gewohnheit auf jeden Fall. Ja. Sich dran gewöhnen, immer Akku rausnehmen und dann an der Säge Einstellungen vornehmen. So, jetzt haben wir meine wichtigste Frage. Was ist die Schnitttiefe? Weil das wird viel interessieren. Ja, wenn du jetzt, wie hier in dem Fall auf der Schiene, die Eintauchsäge, die Tauchsäge gesetzt hast, dann hast du eine Schnitttiefe von 5,5 cm. Ohne Schiene wärst du bei 5,9. Also ich sage mal zwischen 55 und knapp 60 mm. Ja. Warte, ich nehme sie mal einmal wirklich hier auch in die Hand. Das heißt, hier seht ihr das auch, ja, ist schon amtlich tief. Das ist immer so eine Definitionsfrage, braucht man mehr als 60 mm? Was würdest du sagen? Abhängig davon, was du tust. Wenn ich jetzt zölliges Holz habe, dann bin ich bei 2,5 und ein paar zerquetschte Zentimeter. Das wird ja der Standard sein. Wenn ich natürlich eine Küchenarbeitsplatte habe, die bis zu 6 cm geht, ja, dann kommen wir so an die Grenze. Küchenarbeitsplatten von 6 cm sind natürlich schon stark. Ja, und sehr selten. Sind auch sehr selten, aber Küchenarbeitsplatten im Normalfall 4, 5 cm, ja, ohne Probleme machbar. Okay, jetzt ist es aber so, wenn ich von außen schaue, sieht sie eigentlich der alten sehr ähnlich. Ja? Sag uns mal, was ist denn hier eigentlich neu? Und eine Sache ist mir vorhin verraten, damit wir es nicht vergessen, und zwar Schiene. Wir sind quasi auf der falschen Schiene gerade. Ja, wir sind noch auf der alten Schiene, die passend zu der DCS 520, also der 54 Volt Tauchkreissäge sind. Da sind wir unterwegs. Warum? Relativ einfach. Das ist so brandneu. Wir haben die Schiene noch nicht mal bekommen. Also die Schiene wird gerade in der Zulieferung sein. Es kann sogar sein, dass sie in der nächsten halben Stunde hier eintrifft und dann könnten wir sie noch nutzen. Aber jetzt gerade haben wir die alte Schiene und das zeigt uns auch, dass diese Maschine, die neue Tauchkreissäge 18 Volt, kompatibel ist mit den alten Schienen. Wichtig ist aber rein optisch, ja, wenn wir drauf schauen,
ist es quasi dann eine Standardschiene, so wie es eigentlich von allen dann verwendet wird oder schon lange verwendet wird. Und ihr habt nicht mehr diese, ich sag mal, Sonder- oder andere Bauform. Richtig. Du kannst auch mit dieser neuen Tauchsäge jetzt auf anderen Schienen arbeiten. Aber die neue Säge ist kompatibel zur alten Schiene. Ja, Ja, das ist ganz wichtig. Also ergo, wenn ihr noch eine alte Schiene habt oder eine aktuelle Schiene, ist ja, im Grunde muss man eher sagen, das ist eine aktuelle Schiene, weil das 54 Volt Gerät geht ja nicht raus. nein, das bleibt im Sortiment und die Schiene bleibt natürlich auch im Sortiment. Klaro, wenn du jetzt als Beispiel die 54 Volt Säge hast, du möchtest trotz alledem noch eine 18 Volt Tauchsäge haben, dann brauchst du keine neue Schiene, dann kannst du mit der alten Schiene ganz normal weiterarbeiten. Okay, so, was ist hier aber neu? Was ist anders? Es gibt verschiedene kleine Punkte, die neu sind. Also zum einen im Vergleich zu der alten, ich sage immer alt, dabei ist es eine 54 Volt Säge. Was wir jetzt haben, ist ein sogenannter Anritzstopp. Du hast die Möglichkeit mit dieser Maschine hier in diesem Bereich so einen kleinen Mechanismus, so einen kleinen Knopfmechanismus zu betätigen. Und wenn du den aktivierst, dann hast du die Möglichkeit, nur einen 3 mm tiefen Anritzschnitt zu machen. Das heißt, wenn du Küchenarbeitsplatten oder Ähnliches hast, dann schneidest du genau die melaminierte Oberfläche an und hast dadurch einen Splitterschutz, weil du wirklich nur die Oberfläche anritzt. Können wir das mal einmal zeigen, dass du es mal einstellst? So ist, ich hoffe, man sieht das. Wenn ich sie jetzt wieder aktiviere, so bin ich sie jetzt bei 3 mm Eintauchtiefe. Vorher war ich auf kompletter Tiefe. Ja, verstehe. Also einfach nur zack rein. Ja, Ja, das geht wirklich sehr schnell, wenn ich das hier mir anschaue. Ja, ja, cool. Okay. Haben sich ja viele gewünscht, dass man so schnell umschalten kann. Natürlich kann man mit jeder Tauchsäge vorritzen, aber man muss halt immer umstellen. Genau, Man muss halt hier die Tiefe immer du umstellen. musst die Tiefe halt immer einstellen, das brauchst du in dem Fall nicht. Wobei wir jetzt auch neu eine millimetergenaue Tiefenskala haben. Ja, Und das heißt, du hast jetzt auch hier die Möglichkeit, auf einen Millimeter genau jede einzelne Einrastfunktion zu nutzen. Also wir hätten das natürlich schon auf 3 mm stellen können, hätten jetzt die Tiefe gehabt, aber um das einfacher zu machen, um diese Vorritzfunktion zu haben. wenn wir uns das jetzt hier anschauen an der Stelle, ist das Mitte ohne Führungsschiene? Das ist natürlich mit Führungsschiene. Okay. Ja gut, für mich macht das deutlich mehr Sinn. Manche haben ja 2 Anzeigen. Ich vermute mal, aber das wird nur die obere sein. Aber wann benutzt du diese ohne Führungsschiene? Ja. Ja. Okay. Ja. Was ich gut finde, ist, dass man das hier sehr leicht verstellen kann. Finde ich super. Also es ist wirklich leicht, ja, kann ich euch bestätigen. Aber was ich noch besser finde, ist die Feineinstellung hier. Ja, hier hast du natürlich die Möglichkeit, das zu fein justieren und entsprechend dann auch nochmal die Tiefenanschlag zu nutzen. Ja, hier wichtig ist, wenn ihr so eine Feinstellung habt, egal in welcher Säge, überlegt euch, wo ihr gerade seid, weil wenn ich jetzt zum Beispiel 10 einstelle, Feinstellung komplett raus, dann bin ich nicht bei 10. Genau. Ja, ich halte schon häufiger bei uns in den Kommentaren, egal welcher Hersteller, ja, das ist völlig ungenau, die Anzeige kann man nicht mit anfangen, ja, das müsst ihr dann schon noch vorher einstellen. Aber das macht mich persönlich wirklich richtig an, weil das sind so Kleinigkeiten und vor allem ist es leicht zu verstellen. Es gibt ja andere Hersteller, wo das so wirklich so, brauchst noch einen Schlüssel und machst und tust, das ist schön. Okay. Eine weitere Neuheit, die wir vorher bei der 54 Volt Tauchsäge auch noch nicht hatten, ist der sogenannte rechte Splitterschutz. Das heißt, du hast hier die Möglichkeit, die Tiefe auf dein Werkstück einzustellen. Auch wenn du wieder auf der Schiene sitzt und dann justieren. Und wenn du dann über eine beschichtete Platte, Kunststoffoberfläche, wie auch immer gehst, dann hast du auch zur rechten Seite hin den Splitterschutz. Hatten wir vorher auch noch nicht. Verstehe. Okay. Den kann ich aber auch entfernen. Wenn ich also sage, das benötige ich gar nicht, dann nehme ich ihn ab und dann habe ich hier ein Sichtfenster und kann dann auch noch mal sehen, bis wohin ich mit dem Sägeblatt im eingetauchten Zustand fahren kann und schneiden kann. Was mir, also finde ich super, was mir auffällt ist, ich sehe mein Blatt nicht mehr. Ist es dafür da, nicht mehr reinzugreifen? Oder? Das hat was mit der mit der Staubabsaugung zu tun. Es gibt ja eine neue Staubverordnung ab 2027. Das heißt, alle Geräte müssen vom Staub her verbessert werden. Das ist im Endeffekt jetzt wieder ein Staubschutz. Den kann ich öffnen und zur Seite schieben.
sodass, wenn ich einen Sägeblattwechsel vornehmen möchte, ich auch, kommen. und das hat sich auch geändert, ich habe jetzt hier an dieser Maschine einen Einsteller. Das ist dieser Hebel hier, und wenn ich den aktiviere, dann komme ich halt nur bis zu einer gewissen Tiefe. Ich probiere es mal aus. Einmal runter und zack. Ja, also erstmal ganz wichtig, er bleibt eingerastet. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier noch was festhalten muss, machen und tun. Wir gucken uns das hier auch nochmal an. Ergo, ich nehme das einfach mit dem Finger, ziehe es nach vorne, zur Seite. Jetzt komme ich hier mit dem Schlüssel ran, kann einfach das Auf- und Zudrehen, Sägeblatt wechseln und dann war es das. Wieder hier hin und dann habe ich. Entriegelst du wieder und kannst damit arbeiten. Ja, cool. Okay. Ich glaube, viele werden sagen, Mensch, brauche ich das denn hier? Ist das dann noch notwendig? Wieso muss ich dieses kleine Loch dann noch schließen? Man muss aber sagen, für die Staubführung ist das schon so ein Thema, weil auch da entstehen wieder Verwirbelungen, da wird Nebenluft gezogen, umso weniger gezogen wird, umso mehr wird nach hinten ausgeleitet. Ja. Das ist schon so ein Thema. Ja, wir reden auch über Feinstaub und nicht über Grobstaub, Ja, sondern klar. es ist ja immer der Feinstaub, der dich als Anwender treffen kann. Von daher gesehen, darum geht's. Ich finde es halt echt interessant, weil ich habe schon viele Leute gesehen, die das hier mit Panzertape einfach zukleben, damit aber es ist auch eine Lösung, um den Staub da zu reduzieren. Ja. Naja, okay, aber haben wir jetzt auch dabei. So, was ist noch anders? Anders ist, dass wir auch eine sogenannte Antirotationsfunktion haben. Das kennen wir schon von unseren Bohrhämmern. Das haben wir schon vor Jahren bei Bohrhämmern eingeführt. Das haben wir mittlerweile in den letzten 2 Jahren bei unseren Akkuschraubern eingeführt. Das hatten wir auch schon bei Winkelbohrmaschinen. Diese Antirotation wurde dann auch schon bei Winkelschleifern eingeführt. Sobald du irgendwo eine Verkantung der Scheibe hattest, hat die Maschine gestoppt. Das macht die jetzt auch. Es ist natürlich jetzt schwer zu demonstrieren, weil wir ja nicht in einem Holz sägen. Aber um das einfach zu zeigen, wäre jetzt wirklich so, dass du einmal den Akku einschiebst und dann könnte ich dir zeigen, wie das Ganze funktioniert. Das kannst du aber auch selber machen, indem du die Maschine anmachst und dann, wenn du sie wirklich entweder einmal nach vorne kippst oder nach hinten ziehst, als wenn du eine Simulation einer Verkantung machst, dann stoppt das Sägeblatt und du kannst nicht weiterarbeiten. Ich glaube, ich muss das mal übersetzen, weil viele, du sagst Antirotation, Ja. Wir reden ja hier über den Kickback. Den Kickback, wo man schon Respekt vor haben sollte, viele auch Angst davor haben. Ich möchte sogar noch mal einen Schritt zurückgehen. Bei eurer 54 Volt Säge ist es so, dass wir dort hier eine Sache sehen, nämlich wir sehen da hier an der Stelle da unten einen Spaltkeil. Ja. Habt ihr hier auch nicht mehr mit dabei? Und viele haben euch dafür gefeiert, dass ihr noch den Spaltkeil hattet. Ich persönlich bin nie ein großer Freund des Spaltkeils gewesen, weil so viel geholfen hat er nur auch nicht. Aber ihr habt jetzt hier einen quasi, ich kann es ja sagen, ihr nennt das Rotationsschutz, ich sage das ein Kickback-Schutz. Und ich versuche es euch mal zu demonstrieren. Und ich glaube, das ist für viele schon so ein Gamechanger, wo sie sagen, das ist meine Säge, weil das ist vielen extrem wichtig, das Thema Kickback. Ich versuche es mal auch hier auf der Schiene mal zu zeigen. Wenn wir jetzt, ich tauche nicht ein, keine Sorge, ich versuch's. Ja, und ihr seht hier, der Daumen und Zeigefinger ist noch drauf, Säge ist an. Ihr seht hier hinten das rote Licht. Ja, Säge hat jetzt wirklich genau das gemacht. Ich bin zurück und sie ist ausgegangen. Vor allem, sie hat auch die Energie weggenommen. Ich zeige es euch jetzt nochmal hier so in dem Segment. Ja, in dem Moment geht er sofort aus. Ist eine interessante Technologie und wird bestimmt den einen oder anderen vor einem unangenehmen Unfall schützen. Ja. Muss man ganz klar sagen. Genau das ist ja die Idee, eine Schutzfunktion zu haben, die vielleicht bisher noch gar nicht auf dem Markt war. Oder wenn sie auf dem Markt war, wie bei unserer 54 Volt Tauchsäge, dann war sie mechanisch. Das heißt, du hast über die Räder, die zum Anpassen der Schienenfunktion nutzen, da hast du es eingestellt, sodass du eine, wir nennen es mechanische Schutzfunktion hattest. Die haben wir hier nicht mehr. Stattdessen haben wir jetzt wirklich eine Funktion, die über das Sägeblatt funktioniert. Du hast Kickback gesagt, ich sage Antirotation. Ist ja okay. Das ist, ich sag mal, wie man das nennt, landläufig wird es ja häufig der Rückschlag oder Kickback genannt. Ja. Deswegen sage ich Kickback-Schutz. Ich finde den hier aber auch deutlich interessanter als bei der 54er, weil hast du es eingestellt, hast du es gerade mal nicht eingestellt. Du konntest natürlich trotzdem auch irgendwie dann auch da mal rausgehen und ungünstig dich verhalten. Das ist ja eigentlich, wie ich sagen würde, idiotensicher. Ja. Ja, also du kannst gar nichts dagegen tun, es wird immer passieren. Du kannst Also es auch immer nicht, vernünftig ausgelöst. du kannst es auch nicht ausstellen. Ja, aber macht das einen Sinn? Es gibt immer Menschen, die sagen,
Ich will es ausstellen. Ich will es ausstellen. Okay. Was ich hier sehe, für viele, glaube ich, recht interessant ist nochmal, du kannst die Geschwindigkeit auch einstellen. Ja. Hier einfach über den Drehregler, so wie man das braucht für sein Material. Ja. Du fängst bei 2500 Umdrehungen an und die höchste Stufe sind 5400 Umdrehungen, also Standard bei Handkreissägen und 5 verschiedene Stufen von langsam zu schnell, immer abhängig davon, was ich schneide. Gibt es jetzt noch eine neue Funktion? Also noch eine neue Funktion haben wir, und zwar haben wir eine sogenannte 1 Grad Unterschnittfunktion. Das ist hier an dieser Stelle die Möglichkeit, diese Säge, wenn ich das aktiviere, Rechts, links. rechts, links, dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich wirklich 92 Grad Schnitte habe, wo es wichtig ist, dass die Sichtfläche wirklich zu 100% dicht ist, dann kann ich den Winkel, den ich da schneide, ein bisschen unterschneiden, und zwar wirklich um 1 Grad. Und damit schaffe ich, dass ich eine sichtbare, geschlossene obere Schicht habe. Nach unten hin ist das visuell nicht wichtig. Klar. Von daher gesehen kann es ruhig 1 Grad unterschnitten werden. Und diese Funktion kannst du über diesen Schiebeschalter aktivieren. Ja, auch schön einfach. Alles klar. Okay, wenn ich jetzt so schaue, übrigens für euch, man kann natürlich die Säge hier justieren an den beiden Schrauben. Ja, das kennt ihr, so wie früher. Also so wie Früher haben wir es aber mit einem Innensechskant gemacht. Das Ja, heißt, du stimmt. musst es wirklich von oben mit einem Ja, das Innensechskant ein bisschen justieren. Das brauchst du jetzt nicht mehr. Auch da haben wir dazu gelernt und ist können einfacher, das ja. von der Hand jetzt wirklich einmal anpassen, so wie ich gerne die Führung auf der Schiene mit der Eintauchsäge, mit der Tauchsäge haben kann. Das ist ja auch so ein philosophisches Thema. Wie stark muss der Druck sein, dass ich verstellen kann, aber nicht verstellen kann? Ich finde es hier sehr angenehm. Also es ist nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer. Ja. Ja, das stimmt, aber wie oft verstellt man es? Ja, das muss man auch wiederum sagen. Weil ich habe nur 2 Schienen für meine Säge, ja, eine kurze und eine lange. Und dann, das ist es dann halt. Ja. Ich habe natürlich alle Ja, berufsbedingt. natürlich, aber du wirst mit der einen Säge halt auch nicht auf 15 Schienen halt arbeiten in der Regel. Natürlich nicht. Ja. Ich würde sagen, wir sollten jetzt mal sägen, oder? Ja. Ein wichtiger Hinweis, weil wer sich bei euch nicht so gut auskennt, wie verbindet man einen Sauger? Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil das ist, für euch ist das total selbstverständlich, für viele andere Marken gar nicht. Und bei euch ist es so, ihr habt dieses Zeichen hier, ja, auf fast allen Geräten eigentlich, und damit kann ich mich automatisch mit meinem Sauger verbinden und dann geht der Sauger an und fertig. Ja. Wir Ganz nennen das so einfach ist WTC, Wireless Tool Control. Kommt aus dem Amerikanischen, muss dann für jeden verständlich sein. Und Wireless Tool Control heißt nichts anderes wie, ich habe die Möglichkeit über Funk das Gerät mit dem Staubsauger zu verbinden. Wenn ich dann die Maschine nutze, den Anknopf betätige, dann fängt automatisch der Staubsauger an, seine Arbeit zu tun. Und das machen wir über unser sogenanntes Airlock-System. Das heißt, du setzt hier deinen Staubsaugerschlauch an, arretierst den einmal fix, machst ihn fest und arbeitest damit. Übrigens ein ganz tolles System, weil der Schlauch fällt nicht ab. Ja. Ja, auch da gibt es ja andere Systeme, wo es dann immer so ein bisschen fummelig oder es dann mal rausfällt und so weiter. Schön arretiert. Und die ganze Verbindung ist natürlich nicht nur mit akkubetriebenen Saugern, sondern auch kabelgebundenen, sodass du dann immer dein Gerät absaugen kannst. So, jetzt aber, wir haben, glaube ich, Buche hier. Ja, eine Buchenarbeitsplatte und eine ganz normale weiße Küchenarbeitsplatte, unterschiedliche Stärken. Dann sägefrei.
der Griff, da ist er. Ganz, ganz wichtig. Und wir haben eine Sache, Ralf, sowohl dir als auch mir ist eine Sache die ganze Zeit noch nicht über Lippen gekommen. Und zwar quasi der Elefant im Raum wird noch gar nicht genannt. Du weißt es selbst gerade noch nicht, oder? Ich bin gerade überrascht. Die Säge taucht anders. Die 54-Volt-Säge. Und da gab es wirklich ganz, ganz viele, die gesagt haben, oh, finde ich doof, weil es nicht gewohnt ist. Die 54-Volt-Säge taucht ja, bei der Säge ist es so, ihr seht es ja hier, sie taucht ganz normal so ein, so wie das fast eigentlich 99,99, also eigentlich 100% aller anderen Sägen machen, sie taucht so ein. Die 54er, die taucht so nach vorne, die hat eine andere Bewegung. Ja. Und wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, ist es okay. Also es ist nicht nur okay, es ist gut. Du findest es gut? Ja. Ich persönlich finde, hier habe ich ein bisschen mehr Kontrolle, weil ich an einem Punkt so, aber am Ende, wir reden über Nuancen. Ja, das ist nicht wichtig. Aber die Säge taucht ganz normal ein, beziehungsweise klappt ganz mal runter wie alle anderen. So, jetzt die Frage, wie gut war der Schnitt? Erst einmal hier bei der beschichteten Platte, wunderbar, Vorritzfunktion ist wirklich, wie wir es vorhin gesagt haben, einstellen, die 2-3 mm durchsägen oder einsägen, hat wunderbar funktioniert und ansonsten der Schnitt war super. Ja? Aber das ist jetzt auch keine Herausforderung für eine Säge, sondern hier haben wir jetzt hier Buche-Leimholz. 2,8 cm. Ich weiß nicht, ob es im Video rübergekommen ist. Ralf hat es gerade schon gesagt, oh, das ist aber ganz schön gequält, weil ich habe erstmal hier das Standardblatt genommen und habe jetzt hier mit dem Standardblatt, was übrigens ordentlich scharf ist, das Standardblatt genommen und bin hier ganz normal durch und habe schon ordentlich auch gedrückt. Ja, ich wollte sehen, kann die Säge was oder nicht, beziehungsweise bekomme ich es in die Knie. Ich hätte jetzt noch versuchen können, wie so ein Ochse gegenzudrücken, dann hätte ich sie vielleicht, wie was ganz normal ist, wie alle anderen Sägen, auch irgendwann ausbekommen. Aber ich habe ordentlich Vorschub gegeben, eigentlich mehr als es nötig gewesen wäre. Und sie hat sich super geschlagen mit dem Standardblatt. Ergebnis war auch gut, alles schön. Was wir dann aber gemacht haben, und wir blenden das jetzt noch mal ein, ich habe das passende Blatt genommen für diesen Schnitt, weil das Blatt, könnt ihr selber sehen, ist dafür eigentlich gar nicht gedacht. Mit dem Schnitt für Längsschnitte in Hartholz, das war eine wirkliche Wonne. Also das ging ja wie so wusch, hier einfach durchs Material durch. Sehr, sehr schöner Schnitt auch, was ich dem Blatt gar nicht zugetraut hätte. Weil wir haben uns bevor wir angefangen zu nähen, gesagt, na, weiß ich nicht, also, da ist kein richtiger Span-Dings, also kein Platz für die Späne und das sind so viele Zähne und so weiter. Aber die Ingenieure wissen, was sie machen, ja? Und der Schnitt war super und vor allem auch schnell. Ich muss sagen, ihr schreibt gerne mal in die Kommentare, soll ich jetzt mal so einen Härtetest machen? Keine Ahnung, 6 cm Eiche, das Maximum, was geht hier, ohne Schiene, einfach mal versuchen, was geht. Auch mit dem Blatt, schreibt es gerne mal rein. Das sind aber natürlich, muss man sagen, immer auch ein bisschen übertriebene Tests. Ja? Das ist nicht ganz das, was man jeden Tag macht, ohne Frage. Ja, deshalb habe ich gesagt, teste es. Ich bin auch dafür, weil ich auch sehen möchte, was passiert im maximalen Fall. Ich habe es noch nicht getestet, weil, wie du gesagt hast, es ist schon so, dass das nicht die Normalität ist. Dennoch bin ich der Meinung, let's go. Also eine Sache muss ich auf jeden Fall sagen. Wir haben hier ein Gerät, ein 18-Volt-Gerät. Und dass er hier so stark durchzieht, hier so gut durchs Material durchkommt und zum 54 habe ich eigentlich keinen Unterschied gemerkt. Ja. Nee, das würde ich sogar sagen. Ja. Da ist kein Unterschied, der hat einfach durchgezogen. Kommen wir auch mal zu meinem persönlichen Fazit. Du wirst sagen, alles super. Mein Fazit ist, ich würde sie gerne mal vergleichen gegen andere Sägen. Aber was ich gut finde, und da schreibt ihr mal eure Meinung dazu, wir haben eine ordentliche Schnitttiefe, wir haben einige Detailverbesserungen, ein bisschen hier, ein bisschen da. Aber wir haben vor allem auch den Anti-Rotation, also wir haben den Kickback-Schutz mit dabei und da würde mich eure Meinung interessieren. Was sagt ihr dazu? Ist das für euch nicht genau das, worauf ihr schon immer gewartet habt? Genau so eine Funktion in der Säge. Ich finde es richtig, richtig gut. Ich freue mich, sie demnächst, die kann ich doch mitnehmen, oder? Ja. Ja, ich freue mich demnächst, sie bei mir auszuprobieren und so lange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.